Ein 34 Kilogramm schwerer Dobermann weigerte sich, seinen 4-jährigen besten Freund nach dem ersten Anfall des Jungen allein zu lassen. Und was dieser Schutzhund um 3 Uhr in der 5. Nacht spürte, rettete dem Kind das Leben, als niemand sonst wusste, dass ein weiterer Anfall bevorstand. Das ist Shadow. Und das ist Liam, der kleine Junge, dessen Dobermann ohne jede Ausbildung zu seinem medizinischen Warnhund wurde. Vor 2 Wochen erlebte unsere Familie den Albtraum aller Eltern. Mein Mann Marcus und ich waren in der Küche und kochten Abendessen, als wir ein Krachen aus dem Wohnzimmer hörten. Unser 4-jähriger Sohn Liam hatte auf dem Boden mit seinen Spielzeugautos gespielt. Shadow, unser 43 Kilo schwerer Dobermann, hatte in der Nähe gelegen und ihn beobachtet, wie er es immer tat. Aber dieses Krachen war anders. Ich rannte ins Wohnzimmer und fand Liam auf dem Boden, sein Körper starr, Augen zurückgerollt, krampfend. Shadow stand über ihm, sein Körper angespannt, machte ein Geräusch, das ich noch nie gehört hatte. Ein hohes Winseln, gemischt mit dringenden Bellen. »Marcus, ruf 112! Liam hat einen Anfall!« Diese 4 Minuten Warten auf den Krankenwagen fühlten sich wie Stunden an. Liams Anfall dauerte fast 3 Minuten. Shadow bewegte sich nie von seiner Position neben Liam und in dem Moment, als der Anfall aufhörte, leckte Shadow sanft Liams Gesicht, als würde er überprüfen, ob es ihm gut ging. Die Sanitäter brachten Liam ins Krankenhaus. Die Ärzte führten alle erdenklichen Tests durch. Die Diagnose kam am nächsten Morgen. Epilepsie. Liams erster Anfall. Aber der Neurologe warnte uns, dass es wahrscheinlich nicht sein letzter sein würde. Wir beginnen mit Antiepileptika, erklärte Dr. Müller. Sie sollten helfen, sie zu kontrollieren, aber Durchbruchanfälle können immer noch auftreten, besonders in den ersten Wochen, während wir die Dosierung anpassen. Beobachten Sie ihn sorgfältig. Wenn ein weiterer Anfall auftritt, rufen Sie uns sofort an. Liam verbrachte 4 Tage im Krankenhaus, während sie ihn überwachten und seine Medikamente anpassten. Diese 4 Tage aß Shadow nicht richtig. Marcus sagte, er habe jede Minute vor Liams Schlafzimmertür gelegen und gewartet. Er weiß, dass etwas nicht stimmt, sagte Marcus während eines meiner Krankenhausbesuche zu Hause zum Duschen. Er bewegt sich nicht von dieser Tür. Wir brachten Liam an einem Donnerstagmorgen nach Hause. Die Ärzte sagten, er sei stabil, die Medikamente wirkten, aber wir mussten wachsam sein. Bei jedem Anzeichen eines weiteren Anfalls mussten wir sofort handeln. Shadow wartete an der Tür, als wir vorfuhren. In dem Moment, als Liam aus dem Auto stieg, veränderte sich Shadows gesamtes Verhalten. Er zeigte nicht seine übliche aufgeregte Begrüßung. Springen, Schwanzwedeln. Stattdessen näherte er sich Liam langsam, bewusst, und drückte seine Nase gegen Liams Brust. Dann seinen Hals, dann seinen Kopf. Er überprüft ihn, sagte Marcus leise, als würde er sicherstellen, dass es Liam wirklich gut geht. Shadow schnüffelte über 1 Minute lang an Liam. Dann positionierte er sich an Liams Seite und bewegte sich nicht. Als Liam hineinging, ging Shadow mit ihm. Als Liam sich auf die Couch setzte, setzte sich Shadow an ihn gepresst. Als Liam nach oben in sein Zimmer ging, folgte Shadow. Vielleicht ist er einfach erleichtert, dass Liam zu Hause ist, sagte ich und beobachtete, wie Shadow sich am Fußende von Liams Bett niederließ. Aber Shadows Verhalten in den nächsten 5 Tagen bewies, dass dies weit mehr war als Erleichterung. Shadow weigerte sich, Liams Zimmer zu verlassen. Er kam nicht einmal zum Essen nach unten. Wir brachten ihm Futter und Wasser nach oben und er aß schnell, kehrte dann zurück, um Liam zu beobachten. Nachts schlief Shadow nicht. Er lag am Fußende von Liams Bett, Kopf oben, Augen offen, völlig wachsam. Das ist kein normales Hundeverhalten, sagte Marcus in der 3. Nacht und überprüfte das Babyphone. Schau ihn dir an. Er entspannt sich überhaupt nicht. Er ist auf Wache. Der Tierarzt sagte, Hunde können Stress in der Familie spüren, antwortete ich. Wir sind alle gestresst seit dem Anfall. Vielleicht nimmt Shadow das auf. Vielleicht, aber das fühlt sich anders an. In der 4. Nacht begann Shadow etwas Neues zu tun. Alle 30 Minuten stand er auf, ging zu Liams Bett und schnüffelte ihn sorgfältig. Seine Nase ging zu Liams Gesicht, dann zu seiner Brust, dann zurück zu seinem Gesicht. Er blieb dort 15 bis 20 Sekunden lang völlig still, kehrte dann zum Fußende des Bettes zurück.
Es ist, als würde er ihn überwachen, flüsterte Marcus. Das ist verrückt, sagte ich, aber ich fragte mich, ob er recht hatte. In der 5. Nacht um 3 Uhr rettete Shadow Liams Leben. Ich wachte von einem Geräusch auf. Shadow bellte. Ein verzweifelter Alarm. Marcus und ich rannten zu Liams Zimmer. Shadow stand auf Liams Bett und bellte in sein Gesicht. Dann sah ich Liams Hand. Sie zuckte. Marcus, er wird einen Anfall haben. Shadow warnt uns. Liams Augen öffneten sich, unfokussiert. Sein Körper versteifte sich. Marcus drehte Liam auf die Seite. Ich griff nach meinem Handy. Der Anfall begann 15 Sekunden nach Shadows Bellen. Er hatte uns gewarnt. Der Anfall dauerte 2 Minuten. Shadow stand schützend um Liam. Als er aufhörte, leckte er Liams Hand. Wir riefen 112. Sanitäter brachten Liam ins Krankenhaus. Dr. Müller passte Medikamente an. Wie wussten Sie, dass der Anfall kommen würde? Unser Hund. Er bellte 15 Sekunden vorher. Ihr Hund hat alarmiert? Er wusste es. Dr. Müller schwieg. Anfallswarnhunde erkennen chemische Veränderungen. Manche entwickeln es natürlich. Ich sehe, ihr habt nicht abonniert. Wenn ihr Geschichten wollt, wie Hunde Helden werden, abonniert jetzt. Ich überprüfte Babyphone-Aufnahmen. Was ich entdeckte, war unglaublich. Shadow hatte Anfälle überwacht. Alle 30 Minuten schnüffelte er. Er kannte Veränderungen. Nacht 2, Liam zuckte. Shadow blieb aufmerksam. Nacht 4, Atmung veränderte sich. Shadow lief. Shadow verfolgte Muster. Nacht 5, erkannte Shadow es sofort. Liam kam eine Woche später nach Hause. Shadow wartete. Sein Schwanz wedelte. Medikamente wirkten. Aber Shadow hörte nicht auf. Jede Nacht an Liams Bett. 3 Wochen später weckte Shadow uns um 2:30 Uhr. Weiterer Anfall. Wir waren bereit. Vor 2 Wochen alarmierte Shadow erneut. Wir gaben Notfallmedikamente. Anfall entwickelte sich nie. Ihr Hund rettet das Leben Ihres Sohnes, sagte Dr. Müller. Heute ist Liam 4. Medikamente wirken. Anfälle seltener. Shadow wacht. Letzte Nacht schlang Liam Arme um Shadow. Danke, du bist mein bester Freund. Shadows Schwanz wedelte. Er leckte Liams Gesicht. Marcus und ich denken an den 3-Uhr-Alarm. Wenn Shadow uns nicht gewarnt hätte, hätte Liam verletzt werden können. Aber wegen eines 43 Kilo schweren Dobermanns ist Liam sicher. Shadow liebte Liam nicht nur. Er verstand, dass Liebe bedeutet, wach zu bleiben, Instinkten zu vertrauen, sich zu weigern zu gehen, wenn Leben davon abhängen. Manchmal kommt die beste Technologie von einem Hund, der Alarm schlägt. Können Hunde Anfälle erkennen? Oder ist es etwas Tieferes? Teilt eure Gedanken.